Hallo und herzlich willkommen zu unseren Entscheidungsrennen. Heute wird die Frage beantwortet, wer zieht jetzt noch aus der Gruppenphase in die K.O.-Phase ein. Wir hatten dort noch ein paar Entscheidungen zu fällen in der Gruppe B und in der Gruppe C und theoretisch auch noch in der Gruppe D, wo es allerdings nur noch um den Gruppensieg geht. Deswegen habe ich hier einmal, wie ihr sehen könnt, diese Tabellen vorbereitet. Dort seht ihr, das Entscheidungsrennen in der Gruppe B wird ausgemacht. Man kann es auch hier ganz gut noch sehen. Gravitrax, Guardians of Gravitrax, Gravitrax Ellie und Kugelbahn haben jeweils 2 Siege. Also kommen 2 aus dieser Gruppe weiter, je nachdem wer hier in diesen direkten Duellen am meisten Siege sammelt, da tritt wieder gegen jeden an. In der Gruppe C, um dort noch einmal rüber zu gehen, das könnt ihr hier sehen, haben wir bereits Lexfax als Gruppensieger. Das bedeutet, in der Gruppe C werden diese 3 Teilnehmer hier, und zwar Magic Marble, Kugelspaß und Erik M. Gravitrax, einen Platz noch unter sich ausmachen, wer denn dann Gruppenzweiter wird. Und anschließend in der Gruppe D, könnt ihr hier sehen, haben sowohl Gravitrax 2019 als auch Gravitrax Studio jeweils 2 Siege. Das bedeutet, die müssten auch nochmal ein Rennen gegeneinander fahren. Dieses Rennen möchte ich aber gerne als Eröffnungsrennen in der K.O.-Phase haben. Also beide sind auf jeden Fall in der K.O.-Phase. Es ist nur noch die Frage, wer wird Gruppenerster, wer wird Gruppenzweiter. Das ist wichtig, weil natürlich so entsprechend später die Gruppen dann zugeteilt werden. So, genug geredet. Gehen wir mal ins erste Rennen rein. Das erste Rennen wird sein Guardian of Gravitrax gegen die Gravitrax Ellie. So, Guardian of Gravitrax mit der blauen Kugel und Gravitrax Ellie mit der grauen Kugel kommt hier leicht nach vorne, wird gleich am Anfang von Guardian of Gravitrax überholt. Auch dort im ersten Trichter können sie sich durchsetzen. Entscheidend ist natürlich hier der zweite. Da kommt Gravitrax Ellie super durch, hat jetzt hier schon einen riesen Vorsprung. Ist, glaube ich, noch einholbar, deswegen kann man ein bisschen davon ab, ob Gravitrax Ellie beim Jumper dann ein bisschen hängen bleibt und ausgebremst wird oder ob sie da durchmarschiert. Er bleibt dort hängen. Mal gucken, ob das Guardian of Gravitrax noch aufholen kann. Das wird richtig knapp am Ende. Kommt hier dicht ran, aber das reicht für Gravitrax Ellie auf jeden Fall ganz knapp. Da war ich fast ein bisschen voreilig, aber am Ende wurde es dann doch sehr, sehr knapp. So, dann tragen wir bei Gravitrax Ellie hier einen Sieg ein. Und dann kommt als nächstes die Begegnung zwischen der blauen Kugel und der grünen Kugel. Das bedeutet Guardian of Gravitrax gegen Kugelbahn im zweiten Duell jetzt direkt gegeneinander. Und es wäre für Guardian of Gravitrax natürlich ganz wichtig, dass sie dieses Rennen jetzt gewinnen werden. So, schauen wir uns das Ganze an. Kugelbahn kommt hier auf der Äußerung wieder ganz dicht dran, kann hier im ersten Trichter vorbeiziehen und holt sich sogar dadurch einen guten Vorsprung rein. Guardian of Gravitrax braucht jetzt hier sehr lange, kommt erst in den orangenen Trichter, wenn Kugelbahn schon durch ist. Das sieht nach dem nächsten eindeutigen Sieg aus. Für Kugelbahn hat jetzt hier schon so einen großen Vorsprung, ist jetzt schon durch den Jumper durch, bleibt dort zwar hängen, aber es ist halt eigentlich nicht mehr wichtig, ob sie da hängen bleiben oder nicht und Tempo verlieren, weil Guardian of Gravitrax so weit hinten dran ist. Glückwunsch an Kugelbahn hier zu dem ersten Sieg in dem ersten Entscheidungsrennen. Und dann wird auch Kugelbahn hier seinen ersten Sieg bekommen. Und jetzt ist natürlich richtig spannend, weil Gravitrax Ellie als nächstes gegen Kugelbahn ran muss. Weil es aber so spannend ist, werde ich jetzt mal spontan mich umentscheiden und erst mit der Gruppe C weitermachen, um zu gucken, ob es dort auch so spannend wird. Und dann heben wir uns die beiden Entscheidungen fürs Ende des Videos auf. Also lassen wir das Rennen jetzt kurz aus, gehen jetzt in die Gruppe C hinein und haben als erstes, lasst mich einmal nachgucken, das Match zwischen Magic Marble gegen Kugelspaß. So, Kugelspaß hier mit der grauen Kugel und Magic Marble mit der roten. Bleiben hier ein bisschen hängen, können aber wieder ranziehen, weil sie natürlich die kürzere Strecke danach haben, können sich im ersten Trichter nicht ganz durchsetzen. Jetzt entscheidet sich hier, wer schneller durchkommt. Das ist Kugelspaß hier mit einem guten Vorsprung, ist aber noch einholbar für Magic Marble. Und wir schauen einmal, was passiert beim Jumper. Da kommt Kugelspaß richtig gut durch. Magic Marble ist dicht hinten dran, reicht aber wohl nicht mehr für den Sieg. Oh, es wird wieder richtig knapp. Kugelspaß gewinnt dieses Duell. Und wie gesagt, nicht vergessen, in der Gruppe C wird es nur einen Sieger am Ende geben. Deswegen muss man da wirklich gucken, dass man die 2 Siege sich dort zusammenholt. Mal gucken, was passiert, wenn alle einen Sieg holen. Dann wird es richtig chaotisch. Dann muss man uns überlegen, was wir dann machen. Jetzt mal abwarten. Als nächstes kommt das
Duell zwischen Kugelspaß und Erik M. Gravitrax. Da sind wir jetzt gespannt, gehen in das Duell rein. Und schauen mal, Erik kommt hier ein bisschen besser weg, wird jetzt aber eingeholt, dadurch, dass er ein bisschen längeren Weg fahren muss. Kann dadurch im ersten Trichter gar nicht kontern, ist jetzt als zweites in dem Trichter drin. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Das ist Kugelspaß, kommt hier gut vor und Erik bleibt sehr, sehr lange hängen. Oh je, oh je. Aber ja, es ist noch nicht so weit hinten dran, dass man es nicht aufholen kann, aber da muss man jetzt schon hoffen, dass Kugelspaß... Oh, Kugelspaß bleibt da lange hängen, das haben wir jetzt noch gar nicht im Turnier gesehen. Dadurch kann Erik natürlich richtig ranziehen, ist jetzt hier im Windschatten, kann in der letzten Weiche dann außen vorbeiziehen und holt sich, oh, ganz knapp den Sieg vor Kugelspaß. Eigentlich war Erik schon raus. Erik war schon draußen und dann bleibt diese Kugel da so hängen. Okay, dann da auch den zweiten Sieg. Und jetzt lasst mich einmal hier meine Tabelle gucken, wer als nächstes kommt. Jetzt machen wir mit dem Entscheidungsrennen der Gruppe B weiter. Das ist Gravitrax Ellie gegen Kugelbahn und dort geht es jetzt eigentlich schon darum, wenn ich es richtig sehe, es sind beide weiter, schon mal Glückwunsch an der Stelle. Jetzt geht es um den Gruppensieg, also jetzt wird um den Gruppensieg gefahren und dann seht ihr in der späteren Tabelle, wer dann gegen wen antreten muss. Da tritt dann nämlich jeweils der Gruppenerste gegen einen aus einer anderen Gruppe als den Gruppenzweiten an. So, dann gehen wir jetzt in das Entscheidungsrennen aus der Gruppe B, Gravitrax Ellie in braun, in Silber gegen Kugelbahn in grün. Let's go. So, Kugelbahn kann sich hier gut durchsetzen. Gravitrax Ellie zieht außen vorbei, richtig knapp. Der kommt jetzt als erstes hier in den Trichter rein. Wir schauen mal. Das ist ja jetzt quasi ein Spiel um die Ehre, hier einfach nur den Gruppensieg zu holen. Gravitrax Ellie hier leicht vorne, Kugelbahn dicht hinten dran. Jetzt nicht so auf der Strecke bleiben, wie das gerade eben im letzten Rennen passiert ist. Gravitrax Ellie kommt gut durch, bleibt ein bisschen hängen am Jumper, das passiert am meisten. Aber Kugelbahn stößt hier Gravitrax Ellie an, dadurch hat sie dann, obwohl er direkt hinten dran war, genug Vorsprung, um das Rennen zu holen. Damit gewinnt Gravitrax Ellie das Entscheidungsrennen in der Gruppe B mit 2 Siegen. Also ihr seht, auch wenn man direkt hinten dran ist, aber dann die andere Kugel anstößt, kann da noch was schief gehen. Und damit haben wir unsere Entscheidung in der Gruppe B. Diese gewinnt Gravitrax Ellie und zweiter wird Kugelbahn. So, dann bleibt jetzt noch ein Rennen übrig in der Gruppe C und zwar ist das Magic Marble mit der roten Kugel gegen Erik M. Gravitrax und das ist insofern sehr interessant, weil Magic Marble natürlich jetzt einen Sieg braucht, um gleich zu ziehen, aber wenn Erik gewinnt, dann gewinnt er die ganze Gruppe und geht als Gruppenzweiter aus der Gruppe C raus. Also sind wir mal sehr gespannt. Also rote Kugel, Magic Marble gegen grüne Kugel, Erik M. Gravitrax. Let's go. So, Erik hier mit einem sehr guten Start. Magic Marble bleibt lange hängen, kann natürlich ein bisschen aufhören, dadurch, dass er dann die schnellere Linie fahren kann, aber nicht am Trichter kontern und auch nicht in der Brücke danach. Jetzt in dem orangenen Trichter, wo man ein bisschen länger durchpendelt, da kommt Erik sehr gut durch. Magic Marble braucht nicht zu lange, kann da auf jeden Fall noch am Ende des Rennens kontern. Ist hier relativ dicht hinten dran. Erik hier über die Gaußkanone Flip, jetzt entscheidet sich beim Jumper. Oh, springt da jetzt super drüber, wird ein bisschen ausbremst auf die anschließende Kurve, hat aber einen sehr guten Vorsprung. Sollte reichen für Erik hier zu gewinnen. Oh, jetzt leckt so wie gerade bei mir ein bisschen. Egal, Erik gewinnt auf jeden Fall das Rennen vor Magic Marble und holt sich hier den zweiten Sieg. Und in der Gruppe kommt leider nur eine Person weiter. Und zwar ist das Erik M. Gravitrax. Also haben wir jetzt unsere Entscheidung hier getroffen. Wir gehen jetzt einmal hier rüber, noch gemeinsam, und schauen uns mal die Ergebnisse an. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts falsch. Wir tragen die einmal an. Sieger Gruppe A wussten wir schon, ist Trackstray. Der zweite aus der Gruppe B. Und zwar Gruppensieger seht ihr hier, ist Gravitrax Ellie. Zweiter ist Kugelbahn. Das bedeutet, wir tragen hier ein Kugelbahn, das muss ein Feld suchen und reinkopieren. Macht er nicht. Dann tragen wir es manuell ein. Kugelbahn, zweiter in der Gruppe B, Sieger ist hier Gravitrax Ellie und diese färben wir natürlich noch in Grau ein. So, mit dem richtigen Grauton nehmen wir einfach den. Zweiter aus der Gruppe C wurde der Sieger im Entscheidungsrennen. Sieger ist Lexfex geworden. Erik M. Gravitrax wird hier Zweiter in der Gruppe C. Und Sieger in der Gruppe C ist Lexfex, das trage ich auch einmal an. Jetzt auch immer hier Kugelbahn steht. So.
Lex Fex, trage ich so ein. Und der letzte in der Gruppe D, das entscheidet sich jetzt eben noch. Ich trage das jetzt mal hier so ein. Das Gravitrax Studio Gravitrax 2019. Und genau so ist es hier. Also je nachdem, wer von euch Gruppenerster wird oder Gruppenzweiter, kommt in die jeweilige Gruppe hier und hat entweder Lexfax als Gegner oder die Gravitrax Guys als Zweiter aus der Gruppe A. Und entsprechend geht es dann eben weiter, dass die Sieger jeweils, Sieger aus der Viertelfinale 1 tritt gegen den Sieger aus Viertelfinale 2 an und der Viertelfinalsieger 3 gegen den vierten im Halbfinale dann und die beiden jeweiligen Sieger im Finale. Das Ganze machen wir in unserer K.O.-Phase. Stand jetzt ist von mir geplant, das Ganze Best of 3 zu machen. Also wer zuerst 2 Siege holt im direkten Duell, der kommt weiter. Wenn das Ganze zu großem Ausmaße annimmt, das werde ich erst beim Dreh feststellen. Da muss ich überlegen, ob ich nur ein Rennen mache, aber Stand jetzt geplant ist immer Best of 3, also wird es immer zwischen 2 und 3 Duellen geben zwischen den jeweiligen Parteien. Und dann sind wir mal sehr gespannt, wer da weiterkommt. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like für das Video da. Wenn euch der Kanal gefällt, gerne abonnieren. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann auch noch die Glocke aktivieren. Dann sage ich Dankeschön an der Stelle. Wir sehen uns in der K.O.-Phase. Ich habe richtig Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.